Ihr seht schon, ich habe hier einige Überdämpfer aufgebaut. Es geht heute um das Thema Üben mit Überdämpfer, beziehungsweise eine kleine Abwandlung davon. Es geht nämlich darum, den Überdämpfer per se nicht unbedingt als Dämpfer zu benutzen, sondern als Erweiterung, als ein Trainingsgerät. Was bringt der Überdämpfer mit sich, was wir durch offenes Spielen nicht erreichen? Also, wir haben natürlich einen Dämpfer in unserem Trompetentrichter, das heißt, der Widerstand steigt. Der Dämpfer ist ja auch dafür da, die Lautstärke zu reduzieren. Das heißt, der Dämpfer lässt insgesamt etwas weniger durch. Na, hier sieht man dementsprechend das Loch. Und das haben alle Überdämpfer. Und hier kommt es eben darauf an, wie stark dämpft der jeweilige Dämpfer eben die Lautstärke nach unten. Ist es für meinen Einsatzbereich absolut ausreichend oder muss es so leise sein, wie es nur geht? Das ist per se jetzt erstmal die reine Wirkung des Überdämpfers. Aber ich kann hier offen spielen und habe trotzdem einige Überdämpfer mir besorgt. Denn es geht darum, auch zum Beispiel zur nächtlichen Stunde üben zu können. Sowieso dann mit Überdämpfer, ist klar, wegen Nachtruhe, aber auch wenn du auf Reisen bist. Und damit meine ich jetzt nicht im Hotelzimmer und so weiter, da ist es sowieso wie zu Hause auch, wenn du in einer Wohnung wohnst, ein Überdämpfer immer sehr von Vorteil, sondern es geht darum, deine Überroutine so aufzubauen, dass du immer die gleiche Ausgangssituation hast. Stell dir vor, du bist oft unterwegs, spielst einmal im Hotelzimmer, dann spielst du in einem halligen Keller, dann hast du die Möglichkeit draußen zu spielen, dann hast du die Möglichkeit in der Kirche zu spielen, in der Halle, im Probenraum und so weiter und so fort. Da fallen einem bestimmt noch mehr Beispiele ein. Du startest mit deinem Überdämpfer immer in der gleichen Situation. Viele machen das ja auch mit dem Buzzer. Ne? Wenn du den Buzzer hast oder ein ähnliches Gerät, setzt es auf das Mundstück und du spielst vor dich hin lockere, entspannte Töne, bringst die Lippe in Schwingung, aktivierst dich. Und auch das kannst du mit dem Überdämpfer direkt machen. Egal, ob ich jetzt in einer großen Kathedrale oder bei mir im Überkeller spiele, ich habe mit dem Überdämpfer immer das gleiche Spielgefühl. In einer großen Akustik würde ich wesentlich mehr nach außen spielen als zum Beispiel in einem trockenen Überraum. Und mit dem Überdämpfer habe ich immer die gleiche intime Akustik. Ich spiele für mich und kann mich gut daran orientieren. Und ein entscheidender Vorteil hat es auch. Dadurch, dass der Widerstand in der Trompete ja steigt, muss ich mich zurücknehmen. Ansonsten würde ich mir ja aneignen, immer mit Druck und noch mehr Druck zu spielen, als ob ich versuchen würde, einen offenen Klang auf der Trompete zu spielen mit Überdämpfer. Das geht nicht. Da geht der Hals eng, man bläst so stark rein, dass die Luft links und rechts an den Lippen entweicht. Deswegen reduziert man hier die Lautstärke. Und jetzt, wenn ich Stoff gebe, würde ich merken, okay, die Lippe lässt hier Luft raus. Jetzt gibt es natürlich unterschiedlichste Modelle und da muss man ausprobieren und jeder muss letztendlich hierfür sich den idealen Überdämpfer finden. Es gibt hier aus dem 3D-Drucker mit Kork, dann gibt es die mit Kunststoff und oben dementsprechend ein weiches Gummiteil, dass das gut sitzt. Härteres Modell oder den Whisper, den man auch als Buzzing-Gerät nutzen kann, indem man hier oben dann jeweils die Öffnungen schließt, als Überdämpfer natürlich offen. Und so kannst du letztendlich diese Überdämpfer in dein Training integrieren. Und so eben deine Sachen üben. Also, Zungenanstoß, gebunden spielen etc. pp. Alles auf jeden Fall möglich. Natürlich haben diese unterschiedlichen Überdämpfer auch einen unterschiedlichen Klang. Ihr habt es vielleicht schon gehört, der Whisper hier, der hat auf jeden Fall einen etwas nasaleren Klang, erinnert mich so ein bisschen an Spitzdämpfer. Und dann gibt es natürlich auch Dämpfer, die etwas runder klingen vom Ton her. Da geht es Richtung, naja, Kappdämpfer oder eher Harmendämpfer. Und letztendlich ist es eben so, dass man das, was man da hört, natürlich auch gerne hört. Also such aus, probier aus, fühl die unterschiedlichen Ansprachverhalten, die unterschiedlichen Klänge hören. Auch eher Richtung Spitzdämpfer, Spitzdämpfer Richtung Kappdämpfer. Und dann haben wir noch den Whisper.
Also hier unbedingt ausprobieren, was einem eben am besten gefällt. Und dann dementsprechend mit Sinn und Verstand auch üben. Denk dran, Druck und Lautstärke reduzieren, weich fließen die Luft und du trainierst auch noch leises Spiel, filigraneres Spiel. Und da bringen uns die Überdämpfer wirklich einen Schritt nach vorne. Und man hat natürlich auch einen größeren Widerstand, das heißt, man trainiert auch etwas seinen Ansatz, somit auch die Ausdauer, eventuell auch die Höhe. Also probier es mal aus, wenn du einen Überdämpfer hast oder sowieso immer mit Überdämpfer spielst. Reduziere die Lautstärke, spiele weich, geschmeidig, lass die Luft gut fließen. Hör hin, was da passiert, fühl in dich hinein. Und wenn du noch keinen Überdämpfer hast, aber unbedingt einen benötigst, wegen Akustik bzw. auch als Trainingsgerät, probier verschiedene aus. Kauf dir nicht den einen, sondern probier aus, und mit dem du dich eben haptisch auch wohlfühlst und denkst, ja, der fühlt sich auch gut an oder der klingt für mich am besten oder hier kommen die Töne am besten. Hier kommen die hohen Töne am besten. Und so musst du eben ausprobieren, was für dich am besten geeignet ist. Möchtest du zum Beispiel auch den Überdämpfer als Buzzing-Gerät benutzen? Naja, dann ist dieser Whisper-Überdämpfer auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Also der Markt ist mittlerweile groß, probier aus, finde für dich das Passende und denk immer dran, nicht mit Druck, sondern mit Sinn und Verstand weich und locker Trompete spielen. Lass gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.